diese Putzreste da. Bäh. Boah. Geh raus, du Spack. Der Kellerraum hier war jahrelang feucht, dunkel, gruselig und irgendwie tot. Und heute bekommt ihr einen neuen mineralischen Kalkanstrich, wie man es früher gemacht hat. Ich zeige euch, wie ich das jetzt gemacht habe. Auf geht's! Oh. Und so sehe ich aus. Da steht halt dann ein Haus, aber nicht das Haus. Wir sind jetzt bei mir im Keller und hier möchte ich noch einiges machen, was ich hier schon gemacht habe. Und zwar ist das der Boden, den würde ich euch später mal zeigen. Da ist ein neuer Boden reingekommen, ein Estrichboden. Und zwar hat er sogar eine Fußbodenheizung bekommen. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch noch am Ende vom Video. Hier ist der Wasseranschluss. Und heute möchte ich den Putz abmachen von der Decke. Und danach wird die Decke gekalkt. Die Decke soll gekalkt werden, was nicht jeder macht, was ich aber toll finde. Jetzt schauen wir mal, was ich da nehme. Das ist die Tür vom Keller. Richtig cool. Jetzt schauen wir mal, was ich da nehmen möchte. Und zwar das da. Das ist super. Das kennen einige von euch vielleicht. Das ist so eine Scharre oder Stoßscharre, sagt man auch. Die sieht natürlich jetzt ein bisschen runtergewirtschaftet aus, gell? Aber macht ja nichts. Scharrt ja noch. Mit der probieren wir es jetzt mal. Jetzt schauen wir mal. Ah, scheiße, da ist ja noch eine alte. Da ist ja noch eine. Oh, ups. Da ist noch eine alte Schelle gewesen von dem Rohr. Ja, aber auch hier ist ein Holz. Das Holz ist in der Decke. Keine Ahnung. War das ein Holzdübel vielleicht? Keine Ahnung. Aber warum? Die Schellen sind nicht alt. Okay, weiter geht's. Ja, da ist wieder so eine Schelle. Da ist wieder so eine komische Schelle drin, aber diesmal kriege ich sie nicht weg. Da muss ich mal kurz was holen. Und weg damit. Wieder ein Zahn gezogen. Kleiner Tipp von mir, kauft euch ein altes Haus wie das und renoviert es und ihr werdet richtig glücklich werden da. So, das sieht jetzt ein bisschen ruppig aus, aber das ist okay. Wenn da was wegfliegt, gar kein Problem. Sieht besser aus als der Spritzbewurf, der vorher drauf war. Die Randbereiche vom Keller, die mache ich natürlich sauber von der Decke, ne? Wisst ihr ja. Aber hier haben wir eine Spezialität. Und zwar, da könnt ihr mal raten, was das war. Da zeige ich euch später mal ein paar Bilder, was denn hier an dieser Stelle war. Vielleicht kann es der eine oder andere sich vorstellen. Das war hier, ne, in der Ecke. Was das wohl war, ne? Da bin ich gespannt, ob das jemand weiß. Jetzt müssen wir halt echt mal schauen, ob wir dieses braune Eck da irgendwie sauber bekommen. Wäre halt doof, wenn die ganzen Steine rausfliegen, wenn ich das Ganze sauber mache, weil dann habe ich keine Decke mehr. Dann habe ich bloß noch Steine auf dem Boden liegen
und die Bräute auch nochmal anmalen. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt da. Aber das löst sich ja teilweise schon wirklich ein bisschen, ne? Schauen wir mal, ey. Vielleicht geht da was. Das ist mein Sumpfkalk. Der ist jetzt schon fast 10 Jahre alt. Und am Anfang, wenn man den holt, hat man hier immer diese Sinterschicht. Kann man sehr schön sehen. Die tue ich ein bisschen weg. Aber das ist egal. Die stört eigentlich nicht. Am besten kann man Sumpfkalk in einem alten Regenfass oder so machen. Wichtig ist, Handschuhe zu tragen. Eine Schutzbrille am besten noch. Dann kann nichts passieren, wenn man den anmischt. So, das müsste reichen. So schaut es dann aus. Wunderschön. Das ist jetzt ein extra Kalkpinsel oder Quast. Im Baumarkt habe ich ihn jetzt nicht gefunden. Vielleicht im größeren Baumarkt, Hornbach oder so. Perfekt für diese Arbeiten. Gut, dann gehen wir mal die Decke streichen. Oh, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Jetzt. Ruhig, gut messen das Ganze. Das ist gar kein Problem. Das trocknet schon wieder. Ich trage gern die Schutzbrille hier und natürlich meine Handschuhe. Aber so ganz so schlimm ist es nicht mit dem Kalk. Klar, in die Augen soll er nicht kommen. Wenn er reinkommt, kann man ihn ausspülen. Aber es ist jetzt keine Phosphorsäure oder so. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht in die Kamera reinkalk. So, weiter geht's mit der zweiten Bahn. Der Pinsel kommt halt auch wirklich in die ganzen Löcher und Ecken rein. Das ist genau der Richtige dafür. Das ist mir fast schon wieder zu trocken, gell? Ein bisschen. Dann werden wir noch mal Wasser hinmachen müssen. So, ich habe jetzt eine richtig super Lösung gefunden, für diese braune Kacke wegzumachen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, wie man sehen kann, haut es da eher die Steine raus. Aber was hier wirklich war, vorher, das seht ihr ganz zum Schluss. Und in meinen Augen ist eine Renovierung immer günstiger als ein Neubau. Dann bis du erstmal den Neubau machst, also ich gehe jetzt davon aus, wenn ein Haus steht, ein altes Haus, dann müsstest du es ja abreißen
und neu genehmigen, beziehungsweise den Abriss genehmigen, dann wahrscheinlich auch den Neubau, oder? Genehmigen. Und allein das verschlingt schon mal einen Haufen. Und dann kommt natürlich der Abriss dazu. Und du musst halt alles nochmal neu machen. Ne? Du entfernst das, was es schon gibt, anstatt es zu reparieren und musst es neu machen. Vor allem, wenn man bedenkt, wo man hin will. Klar könnte man jetzt hier dieses wunderschöne alte Haus wegreißen und was Neues hinbauen. Aber dann erreicht man nie wieder den Charme und die Bauart mit demselben Geld, was man eigentlich zum Renovieren nimmt. Da steht halt dann ein Haus, aber nicht das Haus. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie gut man hier diese Kalkschichten sauber machen kann. Ich mache auch meine Handschuhe gerne sauber, weil ich doch lieber gerne hochwertige Handschuhe nehme, hochwertige Einweghandschuhe nehme und die immer wieder sauber mache. Das ist viel besser, als so Idiotenhandschuhe zu nehmen und dann sind sie nach 2 Sekunden kaputt. Da und da. Das geht doch einwandfrei sauber. Wie von alleine. Ja, das geht fast von alleine weg. Alles, was ihr macht mit Kalk, ob das Wandfarbe ist oder Putz, da brauchst du euch beim Reinigen gar keinen Stress machen. Und auch mit der abtrocknenden Zeit oder mit der Aushärtezeit beim Putz oder beim Mörtel kein Problem. Das kannst du den ganzen Tag stehen lassen und am Abend kannst du es mit dem Wasser und ein bisschen Schwamm sauber machen. Ganz einfach. Mach das mal mit so Sackware. Da kannst du nach einer Stunde gucken, wie du es wieder sauber bekommst. Aber mit Kalk angemischt, gar kein Problem. Alles tipptopp sauber, tipptopp sauber. Wollte ich ja diese Wasserleitung noch wegmachen und später neu verlegen an der Wand. So, jetzt brauche ich mal ein Messer. Muss mal ein Messer holen. Ja, geh halt auf. So. Gelber Sack. Der gelbe Sack war übrigens auch zerrissen und den konnte ich natürlich nicht mehr nehmen. Und dann, ja, ihr wisst schon, bis zur Uhr lasse ich das jetzt mal so. Den Sack tun wir weg. Jetzt liegt hier unten wieder ein Haufen Putz. Aber ihr habt schon wieder gesehen, der Kalkputz ist super. Der geht so einfach weg. Da, einwandfrei. Okay. Gut, das ist, weil er so weich ist und nachgibt. So, das ist ein KFE-Hahn, heißt der. Der hat sogar so ein, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so ein Zeichen drauf, dass der eben nur in eine Richtung geht und nicht zurück. So, und jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier für Möglichkeiten. Den könnte ich ja noch dran lassen und vielleicht hier aufmachen und dann das Gewinde da reindrehen. Aber ich bin gespannt, ob das nachher aufgeht oder wie das aufgeht, weil bei so alten Rohren halt, das hängt schon immer gut drin. Da hilft meistens an Warmmachen oder so. Dann muss ich mal gucken, wie das macht. Bin gespannt, ob das klappt. Ich setze zur Sicherheit jetzt noch eine Baustütze rein und damit das nicht abhaut. Oh ja, das geht super. Boah. Jetzt hält es. So, jetzt geht es aber ans Rohr aufmachen. Erstmal muss ich abdrehen. Das im System. Ja, ich weiß nicht, ob man das nochmal nehmen kann, aber ich denke, als Provisorium kann ich das schon nochmal neu verschrauben. Ah. So, jetzt mache ich erst das Fitting auf und danach löse ich das. So. Ah. Das ging schon mal gut. Jetzt drehe ich hier mal auf. Oh. Okay, die kommt. So, jetzt kann ich das mit dem Gegenhalten auch sein lassen erstmal. Na komm, wie viele Umdrehungen denn noch hier? Und dann weitermachen. Später muss ich noch dieses Rohr wegmachen. Dann muss es natürlich auch bis da runter auslaufen lassen.
Hier oben ist ein kleiner Kontrollhahn oder Entlüftungshahn. Da drehe ich mal da rum. Aber der wird wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ah, jetzt kriegen wir noch mehr Luft. Er hat, glaube ich. Ja, jetzt halte ich mal zu den. Jetzt mache ich wieder auf. Und schon kommt mehr Wasser, ne? Okay. Das heißt, hier oben müsste eigentlich jetzt leer sein schon. So. Boah, das geht immer noch gar nicht per Hand. Ja, Dankeschön. Nee. Oh, das war's. Okay. Cool. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen rumpullern in den Kübel. So, das kann ich dann rumbiegen, wie ich will. Aber so, ich mache das jetzt nicht mehr an der Wand raus, die Reduzierung, sondern ich schneide das Rohr raus jetzt, wie ich es haben will und mache es dann später extra. Da muss ich dann nicht an der Wand rumpopeln. So, da bin ich wieder zurück mit meinem Lieblingswerkzeug, der Säbelsäge. Gibt nichts Besseres. Also das ist das beste Werkzeug, oder mein Lieblingswerkzeug ist das, was ich nehme. Das ist so super. Du kannst halt alles damit machen. Unglaublich. Für alle, die sich überlegen, so eine Säbelsäge zu kaufen, habe ich noch einen Tipp an euch. Kaufen. Oh, Wasser. Vielleicht gibt es so ein Übergangsfitting, dass ich dann so rüberkomme. Und dann gehe ich einmal über die Tür lang und wieder vor. Und dann kann man auch wieder im Keller austreten. Dann schneiden wir mal ab. So, also ich habe wieder die Brille aufgesetzt und los geht's. Und das ist der Rest. Super. Den nächsten Schritt, das ist das abgeschnittene Rohr. Das baue ich gerade weg. Da können wir vielleicht später auch noch mal reingucken, aber boah, das ist schon massiv. Da ist nichts. Da fehlt sie nichts an dem. Man sieht es auch hier, oder man kann es jetzt, ihr könnt es jetzt vielleicht nicht sehen, aber es ist wirklich, es ist ein bisschen blumig innen. Mehr nicht. Und schneide einfach hier ab. Und dann hole ich mir das Fitting raus. Und das Rohr lasse ich etwas länger stehen, weil ich will noch ansetzen. Wir haben jetzt erst von einer Seite eingesägt und ihr kennt es vielleicht vom Holzfällen-Video gucken oder selber vom Baumfällen. Wenn ich zu tief einschneide, dann verklemmt mir das. Dann habe ich es einfach von der anderen Seite noch mal kurz angeschnitten. Easy. Ob das jetzt schon aufgeht? So. Jetzt mache ich einmal richtig Kraft so mal nochmal. Na komm. Boah. Ne. Das ist so fest. Ich kann ja höchstens mit Acetylen und Sauerstoff das Ganze machen. Aber das habe ich echt keine Lust. Was machen wir denn da jetzt? Jetzt dreht sich halt die Uhr auch schon, gell? Was tun? Was tun? Heißer machen. Muss ich probieren. Oder das T-Stück versuchen rauszudrehen. Jetzt ist mir eingefallen, was ich mache. Das ist ja ganz klar. Ach, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Eieiei. Ich drehe es vor der Uhr ab und schraube das ganze Geraffe da, das Geraffel ab nach der Uhr. Das mache ich jetzt. Wieder Wasser. Ja, ist ja gut. Tropf halt. Ah, das kann ich jetzt auch ruhig ein bisschen rumtropfen. Das kann man später auch putzen. Oh. Ups. Ah. Gut. Jetzt ist es draußen, das Ding. So, hallo nochmal. Jetzt schauen wir mal, wie wir das obere abbekommen.
Geh raus, du Spack. So, jetzt ist es aber fest, meine ich. Das soll ich jetzt nicht extra nochmal erklären. Das könnt ihr ja vielleicht in anderen Videos schauen. Aber ich habe da noch einen kleinen netten Tipp. Und zwar mit dem Hanf. Den bindet man sich oben zusammen. Den kann man sich zusammenknoten. Dann kann man sich den irgendwo hinhängen. Und zieht dann am besten immer unten raus. So, unten rausziehen. Dann ziehe ich das hier an. Und dann fühlt man schon so, wenn es nach 2, 3 Umdrehungen oder ja, nach 1,5 Umdrehungen schon schwer geht, dann ist es gut. Ist es schräg? Nee, das ist gerade, oder? Nicht, dass das doch schräg ist. Ich habe es jetzt von meiner Seite jetzt gesehen. Ja, es ist schon, ich glaube, es würde schon links klemmen. Ja, es ist mit Kamera gar nicht so einfach, das zu machen, weil man nicht so schön dazu kommt. Man hat ja euch als Zuschauer noch dabei und da muss ich halt bis auf die Seite gehen und sehe es jetzt von eurer Seite nicht so gut. Aber es geht. So, das passt. So, jetzt drehen wir mal auf den Schmarrn. Erstmal vor der Uhr. Hoppala, der war noch offen. So, erstmal den zu wieder. Den einen. Jetzt nochmal auf. Das schaut vernünftig aus. So weit müssen wir gar nicht aufdrehen. Den hatten wir schon auf. Genau, der ist schon auf. Jetzt müsste es eigentlich passen. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Das hat doch super hingehauen, oder? Finde ich. Alles dicht, alles gut. Und jetzt die Lampen. Die mache ich noch. Tja, leider hat es mit dem Lampenbohren eher nicht so gut geklappt, weil die Decke sofort auseinander geht. Du bohrst ein 6er Loch rein und hast halt so ein riesen Loch drin. Und das geht mit normalen Bohren nicht. Darum habe ich es auch dann aufgehört und mache den Rest jetzt noch. Also das heißt, Lampen kommen jetzt noch hin. Und ihr seht jetzt noch im Abspann die Fußbodenheizung und den Kellerbodenaufbau. Und im nächsten Video erst die Lampenmontage und wie es dann fertig aussieht. Da müsst ihr jetzt leider noch warten. Wäre nett, wenn ihr nochmal vorbeikommt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schaut noch den Rest an, wie der Boden aufgebaut wurde im Schnelldurchlauf. Habt eine schöne Zeit und kommt bald wieder, würde mich freuen. Bis bald.